Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Wir sind hier im Angeljoe. Angeljoe, Rostock. Rostock. Cooler Laden, muss ich sagen. Echt aufgeräumt, echt gut sortiert. Also hier findet man alles, weil wir wollen auf Mefo gehen und müssen noch ein bisschen was holen. Du bist der Mefo-Experte. Komm, Absolut. Du sagst mir, was ich brauche. Guck mal, da ist auch der Brosi schon. Du bist ja noch mehr Experte hier als Jan. Ja, weil du wohnst bisschen. hier in der Nähe. Ja, genau. Was geht jetzt? Komm, was brauche Nee, ich? also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was für Meerforelle. Stehen hier schon am richtigen Fach. Ich hole mir mal 2 davon. Naja, ich will so ein bisschen Variation haben. Variation. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Variation. Sehr geil hier diese normalen Blinker, sag ich mal. Auch in der Farbe, ja? Fängst du halt auf die Hornies. Fängst du da besser drauf ein bisschen. Es gibt noch sehr gute Durchlaufsblinker von Grizzly Lures. Und die müsste Angeljoe eigentlich da haben. Aber da muss man vielleicht gleich noch mal jemand fragen. Das, was auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert immer, sind so Springerfliegen. Die wir so ein bisschen vor den Blinker. Sollten wir auf jeden Fall auch noch holen. Das ist der Sandaal, die Fliege jagt da. Ja, genau. Das Ja. ist... Ich gucke nochmal nach Fluorocarbon, ob die gestrofft haben. Ich habe nämlich meins vergessen. Und du kannst mal nach einer Springerfliege gucken. Ich check mal die Fliegen. So, hier haben wir auch das ganz heiße Zeug. Ich finde es nämlich immer sehr, sehr nice, beim Meerforellenangeln mit einer kleinen Springerfliege zu angeln. Das heißt, wir versuchen quasi vor den Blinker, so 20, 25 cm, zeige ich euch nachher nochmal an der Montage, kleine Fliege vorzumachen. Und es sieht dann so aus, als würde der Blinker die Fliege jagen und erzeugt halt nochmal so ein Fressneit, sage ich mal. Und das funktioniert irgendwie ganz gut, gerade wenn die Fische ein bisschen zickiger sind. Von daher nehmen wir jetzt noch mal ein paar Fliegen mit hier. So, jetzt schauen wir mal nach Brandungsangelzeug, weil, wenn wir keine Meerforelle fangen, dann geht es heute Abend Brandungsangeln auf Plattfisch. Das funktioniert gerade sehr gut. Ja, müssen wir Wattwürmer holen und gucken, was wir für Vorfach noch brauchen. So, und mir ist schon eine Challenge eingefallen. Eine Bestrafung. Nein, Alter. Guck mal her, mir ist schon eine Bestrafung eingefallen. Oh, das war eine Kackidee, ey. Wenn ihr jetzt riechen könntet, wie die riechen, dann würdet ihr verstehen, wie schlimm die Bestrafung ist. Die haben auch so Zähnchen vorne, ne? Nee. Nee? Ja, die werden sich richtig. Leben die noch? Ja, Die leben doch. Oh, wie hart der ist. Ja, also die Challenge will ich nicht verlieren. Welki, du hast Glück, dass du nicht dabei bist heute. Jo, da haben wir tatsächlich noch einen von diesen Grizzly Lures gefunden. Ich habe gerade erfahren, dass es die gar nicht mehr gibt. Das sind also quasi eine aussterbende Art an Ködern. Ich schwöre auf die. Also meine besten Mefos und auch meine frequentesten Mefo-Sessions hatte ich bis jetzt mit diesen Durchlaufblinker. Die richtig geilen Farben sind nicht da, aber schwarz finde ich auch ganz sexy. Und mal gucken, ob der es heute bringt. Ja, beim Brandungsangeln vertraue ich ja ehrlicherweise immer auf diese Montagen, die so ganz viel Schmuck hier dran haben, Perlen, irgendwelche kleinen Blätter, blinkermäßig. Das scheint irgendwie einen Reiz zu haben auf die Platten, ne? Wie wir hier oben im Norden sagen. Von daher nehmen wir jetzt noch ein paar mit, weil wenn das nachher mit den Meerforellen nicht klappt, was ein bisschen die Befürchtung ist, weil wir sehr, sehr starken Wind heute haben, dann brauchen wir natürlich Plan B. Hoffen, dass der nicht zum Einsatz kommt, sondern dass wir jetzt richtig auf hungrige Meerforellen da oben treffen. Aber trotzdem, ein paar frische Montagen nehmen wir auch mit. Wattwürmer holen wir jetzt noch und dann geht es direkt ans Wasser. Felix, guck mal, da haben wir wenigstens wieder einen Felix in unserer Folge. Ja, sehr gut. So, endlich durch. Ist auch an der Zeit, weil Jan springt sonst an die Decke. Schnell zahlen, ab ans Wasser. Los geht's. Ja, 15 Uhr, pünktlich am Wasser. So muss es sein. Mefo ist unsere Mission heute. Also ich wäre froh, wenn wir zumindest eine fangen. Ich auch. Ich auch. Echt? Nee, also ich denke mal so, wir sind in einem ganz geilen Spot. Ich habe euch hier mal mitgenommen zu meinem Lieblings-Meerforellen-Spot. Und ja, die Bedingungen sind absolut perfekt. Es war eigentlich scheiß Wind angesagt, aber wir haben leicht trübes Wasser. Wind ist quasi eingeschlafen, ein bisschen Welle. Hornächte sind ja auch schon da. Also wenn die Meerforellen heute keinen Bock haben, werden wir ein paar Hornies fangen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und Plan ist es ja auch, heute Abend nicht hungrig ins Bett zu gehen, richtig? So sieht es nämlich aus. Deswegen nicht lange schnacken, ne Jan? Ich bin Angeln. bereit. Das hat ja jetzt alles lang genug gedauert. Ja, komm. Kenne ich ja gar nicht aus mit Mefo. Ich fange tatsächlich mit dem Hardbait an. Vermutlich nicht genug Wurfwerte hier vom Ufer, aber mal gucken, was anderes machen. Alle fischen mit Blinker, deswegen ich mit Hardbait.
Also ich fische hier heute mit so einem kleinen Durchlaufblinker, den haben wir gerade eben schon im Angelladen gekauft. Ich vertraue denen einfach total, weil ja, durch dieses Durchlaufsystem ich einfach weniger Fehlbisse habe. Davor habe ich jetzt eine kleine Springerfliege geschaltet und ja, damit sollte es heute eigentlich klappen. Dustin und Jan sind jetzt schon im Wasser und ja, das Wetter ist perfekt. Ihr seht's, leicht angetrübtes Wasser, leichter Wind, Sonnenschein. Also wenn wir heute keinen Hornecht fangen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich bin also sehr, sehr zuversichtlich und jetzt geht es erstmal ins Wasser. Fisch! Oh, ich hatte einen Biss! Hat einen Biss! Fisch! Ich komme, Dustin! Junge! Hey! Du hast meinen Fisch verkeschert! Hey! Egal, auf den zweiten Wurf, oder? Dritter Wurf. Hier, auf dem Mad Max. Von wegen, man kann nicht so weit genug werfen. Ja, für Hornecht ist es perfekt, auf jeden Fall. Schade, dass du den verkeschert hast. Da kommt noch einer, bin ich mir sicher. Ah ja, war schön. Sehr cool. Geil, bist Fängt gut an hier. Ja, Wie viel der Wurf? Zweiter, dritter? Dritter. Hammer, weitermachen. Richtiger Motivator. Hammer, weitermachen. Oh. Du auch? Ich hatte auch ein bisschen. Das ist der erste Horny. Die machen so Spaß. Geil. Das macht doch Freude hier heute. Ja. Oh, Dustin, geil. Mal gucken, wer den längeren hat. Hier, warte, ich habe einen Catcher hier. Wuhu. Oh, warte. Lass mich in Ruhe, Junge. Jetzt aber. Ja, meine hat auf den Mad Max gebissen, in der neuen Größe, 95. Die kommt auch bald auf den Markt. Und die werden wir uns heute schmecken lassen. Ihr habt ja in der letzten Folge schon gesehen, dass Brosi ein exzellenter Fischkoch ist. Ich bin gespannt, was er heute daraus zaubert. Ich bin auf jeden Fall happy. Mein zweiter Fisch heute, den ich drauf habe. Ersten habe ich verloren. Ja, ein bisschen am Ziel vorbei. Wir wollten Mefo fangen, aber zumindest schon mal Fisch, das ist schon mal geil. Und so bei so einem Traumwetter, Traumnatur, könnte eigentlich kaum geiler sein. Wer hat den längeren? Komm, mach mal richtig jetzt. Ja, sag doch mal, das hast du gerade gesagt. Also, unsere ersten Fische, wir sind in Schneiert. Geil. Also, die gehen heute Abend auf den Grill oder wie machen wir die? Wir machen die im Ofen, man kann die auch im Grill machen, aber ich muss ehrlich Grill sagen... hatten wir gestern. Genau, Grill hatten wir gestern und die schmecken eigentlich egal wie zubereitet. Die ganzen Salzwasserfische sind ja alle eine Delikatesse, finde ich. Von daher, egal wie. Wir holen jetzt erstmal noch ein paar neue, solange der Schwarm auch da ist. Ne? Super. Ja, wir halten die frisch und legen die hier in den Sand. Buddeln die ein. Dass der nächste Spaziergänger sich freut. Dann bleiben die schön kühl, feucht, frisch, damit die nachher auch gut schmecken. Weiter geht's. Nächsten raushauen. Erster Fisch ist raus, nächste Biss direkt gehabt. Ich buße natürlich ein bisschen Wurfweite mit dem Mad Max ein, aber irgendwie habe ich Bock mit dem Mad Max zu fangen. Ich finde ich so schlimm, einfach die ganze Zeit in der Mitte und dann in der Mitte stehen. Rechts einer von dir, links einer. Weißt du, du bist seit 5 Minuten am Angeln, hast einen Fisch und so 4 Bisse gehabt und nörgelst trotzdem noch. Ja, Das ist aber wirklich unfassbar. man muss immer daran arbeiten, noch besser zu fangen. Weil, ich meine, was bringen mir die Hornies, wenn wir heute eine Mefo-Folge machen? Lass mal morgen Catch and Cook, Platte im Toaster. Ist das gut? Nö, aber stell mal, ich finde den Gedanken lustig. Ich auch. So als Thumbnail, so Plattfisch im Toaster und dann gucken, ob es klappt. Ob man damit Plattfisch machen kann, wie so ein Toast. Lass mal machen. Ja, safe, ein geiles Thumbnail. Ist das schön hier. Also ich habe jetzt hier die ganze Zeit diesen Savage Gear Aal gefischt, den kleineren. Und der geht mir eindeutig zu flach. Und da greife ich jetzt auf den Grizzly Lure zurück, von dem ich schon berichtet habe. Und fädel mir den auf. Genau, und da zieht mir dann jetzt hier den... Nein! Scheiße! Oh nein, das war mein letzter. Oh, das ist bitter. Warte, was habe ich noch? Ich habe noch einen. Nee, das war nicht mein letzter. Einen habe ich noch. Ist natürlich hier eine heikle Arbeit. So direkt über dem Wasser, was hier runterfällt, fällt nur einmal runter.
Zack, Junge, eingenetzt. Da ist er. So, dritter Hornhecht. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der größte von den dreien jetzt. Der hat den gar nicht regulär im Maul gehackt gehabt, sondern hier so ein bisschen am Schädel eher. Kommt öfter mal vor, die rauben halt in Schulen immer zusammen. Und deswegen hat man öfter mal ein paar Fehlbisse, wenn die drauf hacken. Und dann hängt er nicht immer ganz sauber. Aber macht natürlich trotzdem super viel Spaß. Absoluter Traum hier heute. Mega cool. Fische haben Bock, Wetter ist toll, Spot ist schön. Super cool. Oh! Nein, das war eine Mefo. Hast du das gesehen? Fuck! Gerade ist hier sau viel Fisch-Action. Jetzt einen Fehlbiss gehabt, dann nochmal geworfen, dann richtig dicken Fisch drauf gehabt. Sah für mich aus wie eine Mefo. Kann ich natürlich nicht 100% sagen, aber ziemlich sicher. Und dann 2 Würfe später nochmal kurz vor den Füßen ein dicker Hornhecht. Viel Action, das ist geil. Das macht richtig Spaß. Abriss beim Auswerfen. Die Rute lädt sich so auf, wenn ich da durchziehe. Und er hat sich vorne rumgewickelt, weil ich wegen Dustin den Hänger hatte. Nee, war schon meine Schuld. Aber ja, muss ich jetzt leider neu knoten, bisschen bitter. Der gute Blinker, das ist er. Ja, ich habe hier meinen Lieblingsköder und ich krieg den einfach nicht aufgezogen. Der ist verstopft da irgendwo am Ende. Geht da nicht durch. Noch eine ganz wichtige Sache bei Line-Through-Body-Ködern ist, dass ich super gerne auch noch einen Stopper benutze. Weil der Josef meinte, das ist nicht so wichtig, der leiert einfach nur durch, aber ich schwöre auf Spinnstops. Und deswegen haue ich mir immer noch einen Stopper davor. Und wir werden sehen, ob das was bringt. Ich werde auf jeden Fall richtig drauf rumreiten, wenn ich jetzt einen auf Spinnstopp fange. So, jetzt wechseln wir mal ganz kurz hier den Köder. Und zwar von dem 95er auf meinen Mad Max, mit dem ich meine PB-Mefo gefangen habe. Und zwar ist es genau der, mit dem ich den gefangen habe. Hoffentlich wird das was. Gucken wir mal. Ja! So, da ist der nächste. Ich habe auf den großen Mad Max gerade gewechselt und habe mich gefragt, beißen die ja auch noch drauf? Weil auf dem Mad Max habe ich meinen PB gefangen, 73er Mefo. Und damit kann ich deutlich weiter werfen. Ja, der ist kurz vor den Füßen daneben geschnappt, aber hat ihn dann in der Seite gehakt. Ich habe Brosi gerade gefragt, ob wir den noch brauchen fürs Essen. Ja, brauchen wir. Deswegen geht er mit. Da ist er, schöner Fisch. Oh, kleine Hornies, echt süß, die Dinger. So, weiter geht's. Oh, Fisch, Fisch. Nachläufer. Bis nach hier vorne ist der raufgehackt. Die haben so Bock gerade, die Hornhechte, aber es ist auch das perfekte Wetter zum Hornhechtangeln. Heißt ja auch so schön, wenn der Raps zu blühen beginnt, der Hornhecht an die Küste schwimmt. Das haben wir auch gesehen, als wir heute Morgen hier losgefahren sind. Ganzen knallgelben Rapsfelder hier auf dem Weg. Unfassbar schön und macht natürlich Bock zum Hornhechtangeln. Ich mache übrigens beim Angeln auf Hornhecht überhaupt nichts Spezielles. Ich würde sagen, es ist mit Heringsangeln die einfachste Angelei im Salzwasser überhaupt. Das sind halt Schwarmfische und ja, ich werfe den Wobbler einfach aus und dann leihe ich den relativ schnell ein. Hornhechte sind meistens sehr, sehr knapp unter der Wasseroberfläche, deswegen sieht man die auch. Und muss man nicht viel beachten, einfach schnell einleiern, dann hängen sie sich rein. Ganz simpel, macht sehr viel Spaß. So muss es sein, oder? Wenn das mal mit den Hechten und den Zandern so wäre. Ich brauche ein bisschen Action, ich muss mich ein bisschen bewegen. Die ganze Zeit hier auf einer Stelle stehen, das ist nichts für mich. Komm, lass noch mal 20 Meter in die Richtung gehen. Hüt! Oh, der wollte ihn haben. Oh, da hat er sich gelöst. Sehr gut. Weiter geht's. Wieder keine Mefo. Die brauchen wir heute noch. Von den Hornies haben wir genug. Ungewohnt für mich, mit so einer langen Rute zu angeln. Angel eigentlich immer kurz, aber hier, um Wurfweite zu kriegen, habe ich hier mal die 40 Gramm 2,65 Meter Nace One genommen.
Funktioniert sehr gut. Ein bisschen Länge hilft, um auch so einen relativ im Verhältnis leichten Wobbler im Vergleich zum Blinker rauszufeuern. Wie man sieht, 50, 60 Meter werfe ich damit auch. Ja, die gute Zeit kommt jetzt noch im Angeladen. Der Felix und Brosi haben gesagt, abends ist gut, jetzt ist 4:30. Ich denke abends, jetzt wird es ja lange hell langsam wieder, so um 7 bis 9. Die Zeit, da werde ich richtig angreifen. Hier vorne sind sie, hast du gesehen? Nee. Ja. Wow. Ja, gut, dass du eine Brille auf hast, ne? Ey, guck mal, da waren 4, 5 hinterher. Da sind sie weiterhin. Guck mal, Oh ja, guck mal, warte, wie ich die. werf hin. Oh ja, da sind sie hinterher. Da sind sie hinterher. Ah, es war eine geile Action. Wir haben die hier Raupen sehen vor den Füßen hingeworfen. War da wieder einer? Haben sie Bock gerade? Bis. Mefo geht gleich hoch, ne? Ey, Ja, also der Hornecht geht hier. Oh, ey, vielleicht war das ein Mephos gesehen? Schade, aber geil, jetzt sind sie gerade da. Macht so Laune, oder? Ist schon eine coole Angelei. das macht Laune. Die Hornies sind direkt vor den Füßen. Die sind gallig. Macht schon Spaß, wenn die da sind, ne? Leider ein Hornhecht. Scheiße bei mir. Der wollte den auch schon wieder mit der Schwanzflosse fressen. Das ist die Scheiße mit einer langen Rute und einem kurzen Arm, ne? Kurz nach. Yes. Petri! Petri, Dank. Wunderschön sind sie. Jetzt darf auch sich aber mal die erste Meerforelle melden. Wir sehen die nämlich die ganze Zeit um uns herum springen. Das heißt, die Meerforellen sind da, aber sie wollen noch nicht. Aber meistens wollen die Meerforellen hier auch eher abends. Ich habe also noch ein bisschen Hoffnung auf die Abendstunden. Der gesellt sich jetzt erstmal zu seinen Kameraden. Oh, der ist groß. Ein Kapitaler. Der Barren. Das ist einer der größten heute. Das war auch dein erster, aber Nee, mein erster, den ich anfassen darf. Mal, jetzt zeige ich auch willst du eine mal Zange? nee, meine Strategien wenig geändert und den Haken, den kleinsten Haken, den ich in der Kiste hatte, habe ich jetzt rangemacht. Und das hat jetzt mal funktioniert. Ich angel trotzdem weiter mit meinem Mad Max. PB-Köder, mein Freund. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich den Code geknackt. Der extra kleine Haken. Nach ungefähr 1 Milliarde Fehlbissen bin ich jetzt hoffentlich auch im Game mit dem Teil hier. Jan will nach Rügen oder was ist seine Mission? Oh nee, das ist immer so mit Jan. Der hat noch mehr Hummeln im Arsch als ich. Wir hatten heute Morgen ja ein bisschen Befürchtung, dass diese ganze Nummer hier ein Reinfall wird, weil der Wind, die Vorhersage war wirklich apokalyptisch, oder Dustin? Bodenlos. Es war wirklich bodenlos. Also war 38 km/h Wind angesagt und alles, aber wir haben gedacht, wir versuchen es trotzdem, weil durch diese Steilküste hier, der Wind war ablandig angesagt, haben uns schon gedacht, okay, dann wird vielleicht nicht so viel Welle sein und es ist perfekt aufgegangen. Es hat sich komplett gelohnt, hierher zu fahren. Jetzt kommen auch noch die heißen Stunden, wo wir auf eine Meerforelle hoffen. Es stimmt eigentlich alles. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auch noch Glück haben mit einer Meerforelle. Aber vor allem bin ich sehr happy, dass wir nicht umsonst hier hochgefahren sind, weil das wäre richtig bitter gewesen. Hier mit großer Welle, dann ist hier Land unter, dann ist vorbei. Also Brosi hatte auf jeden Fall ein großes Selbstbewusstsein. Nämlich, ja, Fisch. Als wir hierher gefahren sind, meinte er, oder beziehungsweise als wir gesprochen haben, dass wir hierher fahren wollen, meinte er, 100% fangen wir da eine Meerforelle. Ich bin gespannt, ey, die beste Zeit kommt noch. Ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, 100% war nie die Rede. Ich habe immer gesagt, es ist sehr wahrscheinlich und ich glaube Ja. auch immer noch, es ist sehr wahrscheinlich tatsächlich. Guck mal, ich zeig dir noch mal, wie man die hakt. Ne? Guck mal, im Maul, mein Freund. Ich Im habe einmal Maul. eine quer gehabt. Danke, Bre. Schön, aber eine Mefo würde ich trotzdem lieber fangen jetzt. Übrigens war mein 9. jetzt. Ah, ich habe schon 10. Ich nehme mir mal hier diesen kleinen erhöhten Punkt vor. Herr Stein, mal gucken, wie ich hier raufkomme. Oh, oh. Oh, Digga, Pro-Surfer. Geil. So, jetzt sehe ich hier auch schön den Nachläufer.
Zeit für eine Meerforelle jetzt. Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Der Wind schläft ein. Unsere Klöder fliegen in die Ferne und die Meerforellen beißen gleich. Schwierig. Also macht sau viel Spaß, weil man immer mal Kontakt hat und auch viele Fehlbisse. Es gibt ja immer so einen Adrenalinschub, weil jeder Biss könnte natürlich die Mefo sein. Aber bis jetzt haben wir noch kein Lebenszeichen von der Mefo gehabt. Das soll sich jetzt ändern. Ich habe jetzt tatsächlich den kleinen Mini-Haken ein paar Hornhechte jetzt auch überlisten können. Aber die sind ja nicht mehr so ad hoc. Die brauchen jetzt noch eine schöne Feierabend-Mefo. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch der Knaller. Josef hat gesagt, wenn die Sonne untergeht, dann sind die Aussichten am allerbesten. Und wir haben tatsächlich auch schon, also ich selber habe jetzt bestimmt schon 10 Meerforellen springen sehen. Leider nicht auf Wurfweite, aber sie sind auf jeden Fall da. Und weil ich jetzt so richtig faul bin, bleibe ich jetzt einfach hier sitzen. Und mache es mir hier ein bisschen gemütlich. Und fange jetzt so meine fetten Mefos. Während die anderen jetzt schon auf der Jagd nach der Meerforelle sind in der heißen Zeit, mache ich mal ganz schnell die ersten Hornhechte fertig. Ich habe die gerade schon mal geschuppt. Also ihr seht, sie sind komplett schuppenfrei. Das würde ich auch empfehlen, das zu machen, bevor man den ausnimmt. Dann hat der Fisch einfach noch ein bisschen mehr Spannung. Und wenn wir den ausnehmen, gehe ich da ganz simpel vor, ähnlich wie bei einem Hering, sage ich mal. Das heißt, ich nehme den erstmal aus, indem ich hier am After einsteche und dann bis nach vorne hin durchschneide. Ein paar Mal umgreifen hier, so lang sind die. Kommen wir hier vorne am Kiemdeckel raus. Und dann machen wir es uns ganz simpel, dass wir hier einfach nur mit einem kräftigen Schnitt quasi die Wirbelsäule durchschneiden, aber nicht bis ganz nach unten, also dass er hier quasi noch an der Speiseröhre dranhängt, weil dann können wir quasi fast alles hier in einem Rutsch rausziehen. Und für unser Gericht, was wir heute ziemlich simpel halten, wir wollen nämlich den Hornhecht einfach nur in der Pfanne machen, ein bisschen panieren und dazu dann Kartoffeln und Spargel, brauchen wir den Kopf und eben die Schwanzflosse nicht. Wenn man den jetzt zum Beispiel räuchert, macht es natürlich Sinn, dass man den Kopf dran lässt, weil man den dann besser aufhängen kann. Für uns ist das aber völlig ausreichend. Wir werden den jetzt noch in 3 schöne, mundgerechte Happen schneiden, hier und hier. Und das mit allen Fischen machen und dann gehe ich auch ins Wasser und dann knüpfen wir uns die Mefos vor. So, letzte Chance, gerade beim Anhieb abgerissen. Neuer Mad Max rauf. Natürliches Dekor. Der knallt jetzt die Mefo raus. Pam, Junge! Pam! Die haben gerade Bock wieder. Es ist wirklich. Das war ein Hornhecht. Aber es ist eine heiße Phase. Also wir merken es auch. Jan, Dustin und ich kommunizieren nur noch im allernötigsten Fall miteinander. Es ist hier absolute Spannung am Wasser. In den letzten 70 Minuten, bevor wir nach Hause müssen, will jeder noch versuchen, das Ostseesilber zu fangen. Also echt schon ein paar Springen sehen heute. Ja! Was ist das? Ist das eine Mefo? Mefo würde springen, ne? Hornhecht, Hornhecht. Ein schöner Fisch, ne? Ui. Nochmal ein sehr schönes Exemplar hier im Abendlicht. Schöne Fische, aber leider nicht die Zielfische. Tschüss, Großer. Und wie immer heute, der räumt auf Hornhecht zumindest heute ab, Mad Max. Ein Meerforellenbiss hatte ich, weil ich hatte einen Biss und die ist da direkt danach aus dem Wasser gejumpt. Das war so vor einer halben Stunde. Tja, mal gucken, ob da jetzt noch die Meerforelle kommt. Ich würde sagen, Viertelstunde bis halbe Stunde haben wir noch. Ich hoffe ja, dass dann auch was geht.
So, letzter Wurf. Die Sonne ist untergegangen. Die letzte Chance für die Mefo hier noch reinzuknallen. Ja, die Meerforellen waren heute zickig, würde ich sagen, aber dafür sind sie auch bekannt. Fisch der 1000 Würfe. Aber alles gut, wir hatten einen super Tag, würde ich sagen. Also jede Menge Hornhechte gefangen und ich habe richtig Bock, die jetzt gleich in der Küche zu machen. Von daher absolute 10 von 10 dieser Angeltag. Und wir packen es jetzt mal wieder zurück ins Ferienhaus. Packen wir's! Jungs! Jan, jetzt wird gekocht. So, die beiden Mädels wollen einfach nicht aus dem Wasser. Dustin kann nicht loslassen. Du musst loslassen. Du musst loslassen. Lava nicht. Okay, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Bitte keschern, Jan. Das gibt's nicht. Jan, keschern, keschern, keschern. Ja! Und wir haben noch... Ich hatte gerade mit Broseph eine Diskussion, ob sie heute beißen oder nicht. Broseph meint, ey, lass los, du musst loslassen. Die beißen heute nicht. Du musst loslassen. Und ich bin hier auf dem Weg, habe ich einfach nochmal geworfen mit dem Mad Max. Und der Mad Max kristallisiert sich echt zum Mefo-Killer raus, muss ich sagen. Super geil, die lassen wir uns auch schmecken. Da ist er, toller Fisch. Nicht mein PB, aber ich bin so happy. Wir haben gerade das Maßband schon rangehalten. 47 cm. Die darf mit. Oh. Die lassen wir uns schmecken. So, und hier sieht man, der hat heute wieder rasiert für mich. Mein Lieblings-Meerforellenköder. Ich habe ja gar keine Ahnung vom Meerforellenangeln, aber ihr seht, auch ein Meerforellenanfänger fängt damit irgendwie Fisch. Super geil. Hat echt lange gedauert, so. Aber jetzt ab in die Küche. Den leckeren Fisch verarzten. Ich esse heute Meerforelle. Ihr könnt alle Hornhecht essen. Was für ein geiler Tag. Es gab Hornhechte und mehrere Meerforellenkontakte. Eine maßige hatten wir sogar. Und wir machen so eine Art Fischplatte. Wir haben Hornhecht und Meerforelle. Und die Meerforelle, die gönnen wir uns filetiert. Zack, um die Brustdosen rum. Während Jan die Forelle filetiert, mache ich mich ein bisschen an die Bratkartoffeln. Wir haben nämlich zwei Beilagen. Wir haben nämlich den Fisch einerseits, also den Hornhecht, den wir in der Pfanne machen, und die Forelle. Ganz simpel, einfach in der Pfanne gebraten. Und dazu machen wir noch Bratkartoffeln mit Zwiebeln. Das ist so ein schöner Moment mit dir, Jan. Nimm mich mal nach. Nimm mich mal nach. Das sieht schon mal solide aus. Boah, geil. Das ist schon was anderes als der Absteiger war, den wir da gefangen haben in der Warnung. Jan, ich habe ja auch was für dich gekauft, weil ich wusste ja, du bist der Älteste von uns. Das läuft ein bisschen, ist heute ein bisschen anstrengender. Komm mal her. Für morgen ganz wichtig. Ach, wegen meinem Sonnenbrand? Komm mal her. Das hilft echt gegen Sonne. Du musst nicht so, keine Angst haben. Ich bin auch so ein bisschen... Schön, das passt zum Kochen. Ja. Oder du kannst jetzt auch Rugby spielen gehen. Was ist das? iPad Mask Beauty. Nicht Beauty, sondern Beauty. Steht da Juti? Weil ich Beauty nicht nötig habe. So sieht's aus. Oder nur ein bisschen Beauty. Juti! Hey, Juti! Hey Juti! Ja, würde ich sagen. Oh, Beauty. Oh, weiter. Alles in die Pfanne, wie man sieht. Wir haben noch ordentlich Filets, Hornhechte hier übrig. Also müssen wir wahrscheinlich mehrere Durchläufe machen, oder? Ich bin wieder aufgewacht. Kennst du mich? Ich bin's Jan, der von vorhin. Oh, Hornhecht.
Völlig unterschätzter Fisch. Wirklich. Ich liebe Hornecht. So, Essen ist fertig. Frische Forelle und Hornhecht. Hornecht en masse. Satt. Wenn der Broseph eine Sache kann, und der Jan natürlich, ist es kochen. Ehrliches Essen. Mag ich. Oh, was der Kollege kann. Also frischer geht's ja nicht, ne? Geisteskrank. Vor allem, frischer jetzt echt nicht. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Last Cast TV. Oh, ist ja wirklich. Wenn wir beim Thema sind, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Derweil guckt nochmal bei Jan bei Instagram vorbei, ne? Jan Rockfisch. Bei Brosi auf dem Instagram-Kanal und aber auch auf dem YouTube-Channel. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.